Heute gibt es ein neues Update aus der V8 Lounge, ein neues Auto. Das ist eine 91er ZR1. Und ich fahre die mal gerade rüber in den Showroom. Dann schauen wir uns die mal an. Die ZR1 gab es nur als 6-Gang Handschalter. Die hat auch immer hier das verstellbare Fahrwerk. Da kann man die Dämpfer einstellen. Und natürlich bei der ZR1 auch immer mit am Start der zweite Schlüssel für die Frau oder eben auch nicht. Damit kann man dann die ganzen 400 PS freischalten oder eben 280 PS durch die Gegend fahren. Klappscheinwerfer vorne. Ja, würde ich sagen, fahren wir mal nebenan. Zum Glück nicht weit. Hier steht die 2017er C7. Hier können wir das Auto mal in Ruhe begutachten. Inzwischen habe ich auch gelernt, wie man hier gut rein und rauskommt. Also muss ich nicht besonders aufpassen. Ja, vielleicht noch ein paar Infos zum Auto. Das ist, wie gesagt, eine 91er ZR1. Die ZR1 hat den LT5-Motor, die stärkste Motorisierung damals bei der Corvette. Und es handelt sich bei der 91er bereits um das komplette Facelift bei der C4. Die C4 wurde ja sehr lange gebaut und da gab es einen Facelift sowohl am Heck als auch an der Front. Das Heck gab es in den ersten Jahren mit runden Rückleuchten hier. Die haben schon die Rectangular Rückleuchten und auch die Front ist eben neu designt. Ja, die Corvette ist ziemlich neu aus den USA importiert worden und ich mache mal einen kleinen Rundgang mit euch, dann könnt ihr den Wagen auch mal aus der Nähe sehen. So, wir können mal gerade einen Blick auf den Motor werfen. Ich mache dafür mal die Motorhaube auf. Der lässt sich ja nach vorne hin öffnen. Und ja, da sehen wir hier jetzt den LT5, den 5,7 Liter mit 4 oben liegenden Nockenwellen. Und wir haben hier an der Seite haben wir die Batterie sitzen. Ist nicht wie bei der C3 hinterm Sitz, sondern die sitzt schon hier vorne. Die freistehenden Räder, die eben auch C4 typisch hier an den Alu-Querlenkern aufgehangen sind. Auf jeden Fall ein imposanter Motor. Ja, dann gehen wir mal vom Motorraum in den Innenraum. Der ist auch sehr gepflegt hier bei dem Auto. Wir sehen hier das graue Interieur. Die Sitze sind auch noch nicht abgesessen und sind natürlich wie bei den Corvetten üblich elektrisch verstellbar. Hier über den Schalter. Die Lehne
als auch unten das Polster. Türverkleidungen sind auch noch in tollem Zustand.